Der Arzt. Der Arzt untersucht den Patienten gründlich. Die Krankenschwester. Die Krankenschwester hilft dem Patienten beim Aufstehen. Der Patient. Der Patient wartet im Wartezimmer. Die Gesundheit. Gute Gesundheit ist das höchste Gut. Die Krankheit. Die Krankheit verursacht starken Husten. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus ist gut ausgestattet. Die Hilfe. Im Notfall man ruft um Hilfe. Das Medikament. Das Medikament wird 3-mal täglich eingenommen. Die Tablette. Die Tablette muss mit Wasser geschluckt werden. Die Spritze. Die Spritze wird vor der Behandlung verabreicht. Die Pflege. Die Pflege der Patienten ist sehr wichtig. Der Notfall. Im Notfall muss schnell gehandelt werden. Der Verband. Der Verband schützt die Wunde. Die Operation. Die Operation beginnt um 9 Uhr morgens. Der Termin. Ich habe morgen einen Termin beim Arzt. Das Rezept. Das Rezept wurde vom Arzt ausgestellt. Die Untersuchung. Die Untersuchung zeigt keine Auffälligkeiten. Der Schmerz. Der Schmerz im Rücken wird langsam besser. Das Fieber. Das Fieber steigt auf 39 Grad Celsius. Das Blut. Das Blut wird für Tests entnommen. Das Thermometer. Das Thermometer misst die Körpertemperatur. Das Bett. Das Bett im Krankenzimmer ist bequem. Der Stuhl. Der Patient sitzt auf einem bequemen Stuhl. Das Zimmer. Das Zimmer ist sauber und hell. Der Wartesaal. Im Wartesaal die Patienten warten geduldig. Der Monitor. Der Monitor zeigt den Herzschlag an. Der Puls. Der Arzt misst den Puls des Patienten. Das Herz. Das Herz pumpt lebenswichtiges Blut. Der Atem. Der Atem des Patienten wird überwacht. Die Ruhe. Nach der Behandlung braucht der Patient Ruhe. Die Erholung. Die Erholung verläuft langsam aber sicher. Das Pflaster. Ein Pflaster bedeckt die kleine Wunde. Die Impfung. Die Impfung schützt vor Krankheiten. Das Röntgen. Das Röntgenbild zeigt einen gebrochenen Arm. Der Ultraschall. Der Ultraschall untersucht den Bauchraum. Die Diagnose. Die Diagnose wurde klar und deutlich erklärt. Das Pflegebett. Das Pflegebett ist speziell für Patienten konzipiert. Die Ambulanz. Die Ambulanz ist für Notfälle geöffnet. Der Notruf. Beim Notruf man erhält schnelle Hilfe. Die Rettung. Die Rettung kommt in wenigen Minuten. Das EKG. Das EKG wird zur Überprüfung des Herzrhythmus genutzt. Das Verbandmaterial. Das Verbandmaterial wird sorgfältig vorbereitet. Die Infektion. Die Infektion breitet sich schnell aus. Die Isolierung. Bei ansteckenden Krankheiten Isolierung ist wichtig. Die Hygiene. Hygiene ist in Krankenhäusern essentiell. Die Desinfektion. Die Desinfektion verhindert Keimübertragung. Die Reinigung. Die Reinigung der Räume erfolgt täglich. Der Blutdruck. Der Blutdruck wird regelmäßig gemessen. Der Herzschlag. Der Herzschlag ist deutlich zu hören. Das Schmerzmittel. Das Schmerzmittel lindert die Kopfschmerzen. Das Symptom. Husten ist ein häufiges Symptom der Erkältung. Die Genesung. Die Genesung des Patienten verläuft gut. Die Betreuung. Die Betreuung im Altenheim ist fürsorglich. Die Versorgung. Die Versorgung der Patienten ist oberste Priorität. Die Behandlung. Die Behandlung beginnt sofort nach der Diagnose. Die Beratung. Die Beratung durch den Arzt ist hilfreich. Die Krankenpflege. Krankenpflege umfasst viele Aufgaben. Die Patientenakte. Die Patientenakte wird sorgfältig geführt. Der Bluttest. Ein Bluttest liefert wichtige Informationen. Das Labor. Im Labor werden Proben analysiert. Die Probe. Eine Probe wird zur Untersuchung entnommen. Der Test. Ein Test kann Infektionen frühzeitig erkennen. Die Wunde. Die Wunde muss regelmäßig gereinigt werden. Die Verletzung.
Die Verletzung am Arm ist nicht schwer. Die Heilung, Die Heilung verläuft ohne Komplikationen. die Vitalzeichen, Die Vitalzeichen werden stündlich überprüft. die Pulsfrequenz, Die Pulsfrequenz liegt im normalen Bereich. die Temperatur, Die Temperatur des Raumes ist angenehm. die Sprechstunde, Die Sprechstunde beginnt um 10 Uhr. die Arztpraxis, In der Arztpraxis werden Termine vereinbart. das Krankenzimmer, Das Krankenzimmer ist hell und freundlich. die Betäubung, Vor der Operation erhält der Patient eine Betäubung. die Schmerzlinderung, Schmerzlinderung ist für den Patienten wichtig. die Pflegekraft, Die Pflegekraft unterstützt den älteren Patienten. der Gesundheitszustand, Der Gesundheitszustand hat sich verbessert. der Krankenhausflur, Im Krankenhausflur herrscht reges Treiben. die Notaufnahme, Die Notaufnahme ist rund um die Uhr geöffnet. die Infektionskrankheit, Eine Infektionskrankheit erfordert Isolation. die Therapie, Die Therapie wird vom Facharzt geleitet. die Rehabilitation, Nach der OP beginnt die Rehabilitation. der Heilpraktiker, Der Heilpraktiker bietet alternative Behandlungen an. die Erste Hilfe, Erste Hilfe kann Leben retten. die Reanimation, Die Reanimation beginnt sofort nach dem Sturz. der Schlaf, Guter Schlaf unterstützt die Genesung. die Ernährung, Eine ausgewogene Ernährung fördert die Gesundheit. die Wundversorgung, Die Wundversorgung erfolgt nach strengen Hygienevorschriften. die Beobachtung, Die Beobachtung der Vitalwerte ist essentiell. die Blutprobe, Eine Blutprobe wird für den Test benötigt. der Infektionsschutz, Infektionsschutz ist in der Pflege wichtig. die Körperpflege, Die Körperpflege wird regelmäßig durchgeführt. der Schutz, Der Schutz der Patienten steht an erster Stelle. der Notfallplan, Ein Notfallplan wird im Krankenhaus erstellt. der Pflegeplan, Der Pflegeplan wird individuell angepasst. der Medikationsplan, Der Medikationsplan hilft bei der Dosierung. die Patientensicherheit, Patientensicherheit hat oberste Priorität. die Krankenversicherung, Die Krankenversicherung übernimmt die Kosten. das Gesundheitsamt, Das Gesundheitsamt informiert über Vorsorgemaßnahmen. die Notfallnummer, Die Notfallnummer ist 112. die Patientenrechte, Die Patientenrechte werden respektiert. der Behandlungsraum, Der Behandlungsraum ist modern ausgestattet.